Kinder sprechen einfach los. Sie denken nicht lange nach, sie probieren aus. Stell dir vor, du würdest Deutsch genauso leicht benutzen. Heute zeige ich dir, wie das geht. Und um das zu verstehen, müssen wir zuerst schauen, warum Kinder so schnell lernen. Kinder denken nicht über Fehler nach. Sie überlegen nicht, ob ein Satz richtig ist oder ob jemand sie bewertet. Sie reden einfach, weil sie reden wollen. Sie lernen im Moment, nicht im Kopf. Wenn Sie ein Wort hören, benutzen Sie es sofort in der Situation, ohne es zu analysieren. Sie wiederholen automatisch, ohne dass Ihnen jemand sagt, dass Sie üben sollen. Und das Wichtigste, Sie sprechen, bevor Sie bereit sind. Sie warten nicht auf Perfektion. Sie warten nicht auf einen perfekten Satz. Sie fangen einfach an. Genau das macht Ihren Fortschritt so schnell. Wenn du das hörst, merkst du vielleicht schon, warum es dir manchmal schwerfällt. Du machst es anders. Du denkst zuerst, planst, kontrollierst. Kinder tun das nicht. Und genau deshalb klingt ihr Weg so leicht. Und genau hier beginnt der große Unterschied zu uns Erwachsenen. Während Kinder einfach sprechen, machen wir etwas, das uns jedes Mal ausbremst. Wir kontrollieren zu viel. Bevor wir überhaupt ein Wort sagen, läuft in unserem Kopf eine lange Checkliste ab. Ist das der richtige Artikel? Ist die Grammatik korrekt? Klingt der Satz gut genug? Und während wir all das prüfen, wird die Stimme leiser, der Mut kleiner und der Satz bleibt stecken. Wir wollen perfekte Sätze. Wir wollen zeigen, dass wir Deutsch können. Und genau dieser Wunsch macht das Sprechen schwer. Denn Perfektion braucht Zeit, aber Sprache passiert im Moment. Und dieser Moment wartet nicht, bis wir fertig geplant haben. Viele Erwachsene haben außerdem Angst, komisch zu klingen. Angst, dass jemand lacht. Angst, dass jemand ungeduldig wird. Angst, dass man einen Fehler macht. Und diese Angst schafft Druck. Druck im Kopf, Druck im Körper, Druck in der Stimme. Kinder kennen diesen Druck nicht, deshalb lernen sie schneller. Wir Erwachsenen planen zu viel. Wir denken zuerst und sprechen später. Doch Sprache funktioniert genau andersherum. Wir sprechen zuerst und während wir reden, findet unser Gehirn die Wörter, die wir brauchen. Wenn du versuchst, alles vorher im Kopf zu bauen, blockierst du den natürlichen Prozess. Und vielleicht merkst du an dieser Stelle, ja, genau das mache ich. Viele machen das. Es ist normal, es ist menschlich, aber es hilft dir nicht. Der erste Schritt, um wie ein Kind zu lernen, ist zu erkennen, dass dein Weg gerade viel komplizierter ist, als er sein müsste. Und genau daraus entsteht Motivation. Denn wenn du verstehst, was dich blockiert, kannst du anfangen, es zu ändern. Du kannst leichter sprechen, mutiger sprechen, natürlicher sprechen. Und du musst dafür nicht mehr können. Du musst nur weniger kontrollieren. Genau da fängt der neue Weg an. Wenn wir darüber sprechen, wie Kinder Sprachen lernen, dann geht es nicht darum, kindisch zu werden. Es geht darum, wieder natürlicher zu lernen. Kinder haben 3 starke Fähigkeiten, die Erwachsene verlernt haben, und genau diese 3 Dinge machen den größten Unterschied. Einfachheit, Mut und Wiederholung. Kinder nutzen immer den einfachsten Weg. Sie sagen keine langen, komplizierten Sätze. Sie benutzen wenige Wörter dafür oft. Sie sprechen in kleinen Stücken, die ihr Gehirn sofort versteht. Diese Einfachheit macht das Lernen leicht, weil sie nicht erst überlegen müssen. Erwachsene dagegen versuchen oft, perfekt und klug zu klingen. Doch genau das macht die Sätze schwer und das Sprechen langsam. Wenn du wie ein Kind lernst, dann erlaubst du dir wieder einfache Wörter und einfache Sätze. Und das fühlt sich plötzlich viel natürlicher an. Der zweite Punkt ist Mut. Kinder haben Mut zu sprechen, auch wenn sie Fehler machen. Sie probieren aus, testen Wörter, spielen mit der Sprache. Fehler sind für sie kein Problem, sondern Teil des Spiels.
Erwachsene dagegen sehen Fehler als etwas Schlechtes. Sie denken, Fehler zeigen Schwäche. Aber eigentlich zeigen Fehler nur eins: dass du lernst. Kinder wachsen durch Mut, nicht durch Perfektion. Wenn du diesen Mut wieder findest, wirst du schneller sprechen, als du denkst. Und dann kommt die Wiederholung. Kinder wiederholen Wörter und Sätze ständig, ohne es zu merken. Sie hören ein Wort und sagen es nach. Sie hören es noch einmal und sagen es noch einmal. Diese Wiederholung ist der Grund, warum ihr Gehirn die Sprache so tief speichert. Erwachsene wiederholen zu wenig und wollen zu schnell zu viel. Doch wenn du dir erlaubst, kleine Sätze öfter zu sagen, beginnt dein Deutsch viel flüssiger zu werden. Einfachheit, Mut und Wiederholung. Das ist keine kindische Methode. Das ist die natürlichste Lernweise, die wir haben. Und wenn du diese 3 Dinge in dein Lernen integrierst, wirst du merken, dass Deutsch plötzlich viel leichter wird. Ich erinnere mich an eine kleine Situation, die mir bis heute zeigt, wie natürlich Kinder eine Sprache lernen. Ich war unterwegs und habe ein Kind gesehen, das gerade ein neues Wort ausprobiert hat. Es hat das Wort gesagt, wiederholt, verändert und erneut ausgesprochen. Die Sätze waren kurz, manchmal falsch, manchmal unvollständig, aber das Kind hat einfach weitergeredet. Es hatte keine Angst, keinen Druck und keinen Gedanken daran, ob jemand den Fehler hört. Die Erwachsenen um das Kind herum haben nicht streng reagiert. Niemand hat es unterbrochen oder verbessert. Sie haben nur zugehört, gelächelt und normal geantwortet. Und genau dadurch hat das Kind gelernt. Es hat das Wort mehrmals benutzt, ohne sich dafür zu schämen. Es hat gespielt, getestet und immer wieder wiederholt. Mit jedem Versuch wurde es ein kleines Stück sicherer. Genau das hat mir gezeigt, wie Kinder wirklich lernen. Nicht durch lange Erklärungen, nicht durch Korrekturen, nicht durch Perfektion, sondern durch Tun, durch kleine Schritte, durch Wiederholung. Ein Kind benutzt ein neues Wort 10-mal in wenigen Minuten und genau deshalb bleibt es hängen. Erwachsene erwarten oft, dass ein Wort schon nach dem ersten Mal bleibt. Aber so funktioniert Sprache nicht. Kinder geben sich Zeit. Sie lassen Fehler zu. Sie sehen Fehler nicht als Problem, sondern als Teil des Prozesses. Diese kleine Szene hat mir gezeigt, wie viel Kraft in diesem natürlichen Lernen steckt. Kinder erleben Sprache, sie fühlen Sprache, sie spielen mit Sprache. Wenn wir auch nur ein kleines Stück davon zurückholen, wird auch unser Deutsch leichter, entspannter und viel lebendiger. Und genau diesen natürlichen Weg können wir auch als Erwachsene nutzen. Du musst nicht kindisch sprechen, aber du kannst wie ein Kind lernen, mit kurzen Sätzen, die leicht aus dem Mund kommen. Wenn du etwas siehst, sag das Wort einfach laut, genau in dem Moment, in dem es vor dir ist. So lernt dein Gehirn schneller, weil die Sprache direkt mit der Situation verbunden ist. Erlaube dir Fehler, so wie Kinder es tun. Ein falsches Wort bedeutet nicht, dass du schlecht bist, sondern dass du im Lernprozess bist. Wenn du jemanden etwas sagen hörst, sprich es leise nach, ohne darüber nachzudenken, ob es perfekt klingt. Du musst die Sprache nicht analysieren, du sollst sie fühlen. Wörter, die du benutzt, bleiben. Wörter, die du nur im Kopf drehst, verschwinden. Wenn du die Sprache wieder in deinen Alltag bringst, in kleine Momente, in echte Situationen, wird sie automatisch lebendiger und leichter. Zum Schluss möchte ich dir eine kleine Aufgabe geben, die du noch heute ausprobieren kannst. Nichts Großes, nichts Schwieriges, nur 3 kleine Schritte, die dich sofort näher an natürliches Deutsch bringen. Sag heute 3 einfache Sätze, ohne vorher nachzudenken. Egal welche. Nimm einfach das, was dir gerade in den Kopf kommt. Beschreibe etwas, das du siehst. Vielleicht dein Frühstück, dein Zimmer oder etwas, das dir unterwegs auffällt. Und benutze
ein neues Wort in einer echten Situation, auch wenn der Satz noch nicht perfekt ist. Diese kleinen Momente machen einen großen Unterschied. Jede kleine Aktion bringt dich weiter, Schritt für Schritt, ganz natürlich. Und damit bist du schon einen großen Schritt weiter auf deinem Weg, Deutsch natürlicher und entspannter zu sprechen. Vergiss nicht, dass genau diese kleinen Momente den Unterschied machen. Nicht die langen Lernstunden, nicht die perfekten Sätze, sondern die kleinen Versuche, die du im Alltag machst. So lernst du wie ein Kind. Leicht, mortig und ohne Angst vor Fehlern. Und jetzt bist du dran. Schreib mir in die Kommentare, welchen einfachen Satz du heute ausprobieren willst. Oder welches Wort du heute in einer echten Situation benutzen möchtest. Ich freue mich darauf, deine Antworten zu lesen und dich auf deinem Weg zu begleiten. Jede kleine Aktion zählt und du schaffst das.